I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Das ist ein Tooltip, der wirklich hilfreich I ist. don't have anything to search for yet. Ja, na dann kann ich, nur mal so, kann ich vielleicht jetzt meine, I don't have anything to talk about with E right now. ich wollte gerade sagen, kann ich meine nette Dame von vorhin anrufen, meine Zimmergenossin, aber nein, leider nicht, ein Gemälde. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Denkbar. Wer weiß, wer weiß. Oh, noch ein Gemälde. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Und es geht nach oben oder ins Wohnzimmer. Ich kann ja mal ins Wohnzimmer gehen. Und da sitzt sie. Dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come have a seat. We have so much to talk about. Das haben wir. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen oder das Thema vermeiden. Es ist zwar schmerzlich, aber wir erzählen mal die Wahrheit. Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Vorfall 81. Okay. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Aha, ein Kriegstrauma. Was haben die Ärzte gesagt? Wie sieht es mit der Polizei aus? Ich nehme mal das erste. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Okay, und was haben die Ärzte gesagt? What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure.
The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch. But the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Okay, und was sagte die Polizei? What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Okay, neuer Schauplatz. Ach, man kann ihr jetzt die ganzen Sachen zeigen. Gut, das mache ich aber nicht jetzt, Take care, dear. denn ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns demnächst dann hier wieder bei Cassie Rain. Bis dann, macht's gut. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Cassie Rain. Ich habe die letzte Aufnahme ja relativ schnell beendet und ich habe noch nicht komplett mit der Großmutter gesprochen, deswegen das hole ich jetzt mal nach. So, wir reden mal mit ihr. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Gute Frage. Also über den Vorfall im Jahre 81 haben wir eigentlich geredet, aber ich frage mal nochmal, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Informationen. I already talked to her about that. Schade. So, was haben wir noch? Wir haben, das hatte ich ja kurz gesehen, man kann ihr die Sachen da unten zeigen. Also, Notizbuch. Was sagt sie da? Schade. Dazu möchte sie, das möchte sie ihr nicht zeigen. Okay. Dann Elektroschockwaffe. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Naja, ja, könnte sein. Ne? Bei so einer alten Frau könnte das sein. Ein Feuerzeug mit H8 oder BH. H8. Ich meine 8H oder BH, je nachdem. I don't want to show her that. Och, das will sie auch nicht zeigen. Na gut. Was haben wir noch? Schachtel Zigaretten. Ja, vielleicht raucht die Großmutter ja. I don't want to show her that. Auch nicht. Was haben wir noch? Eine Kirchenbroschüre von unserem lieben Pfarrer vorhin. Ein bisschen, naja, ich bleib dabei, das war pietätlos. An der Stelle mal die Broschüre zu verteilen, das kam jetzt nicht sonderlich gut. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. Ja, das ist das, was ich ja auch schon gesagt habe. So, gut, also sie hat gotta leider... go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Sie hat leider nichts mehr zu sagen, wollte ich sagen. Und Fenster. Ich gucke mich mal im Raum um. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Das hatten wir auch schon, aber an einem anderen Fenster. Couchtisch. Oh, 2 Varianten. Da können wir den Couchtisch erstmal ansehen. Grandma has prepared some tea for us. Ja, wie wär's? Eine Tasse Tee vom Couchtisch nehmen. Nah, I'm more of a coffee gal. Ja, das ist unhöflich. Eindeutig ist das unhöflich, aber was soll's? Ein Foto. Planes, planes, and more planes. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Okay, das erklärt die Flugzeuge, ne? Wahrscheinlich ein Weltkriegsveteran oder sowas. Und Alkohol. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever.
Huh, would be kind of funny to see her reaction, but no. Ja, genau. Es muss nicht sein, dass wir uns gleich betrinken. Sideboard. A robust piece of wooden furniture. Was ist drin? Ah, sie kann nur drüber nachdenken. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Vielleicht gibt es ja auf dem Dachboden irgendetwas, was uns erklärt, was damals passiert ist. Aber erstmal natürlich gucke ich mich weiter um und sehe mir das Modellflugzeug an. An intricate toy airplane with moving parts. Mhm. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Okay, ein Bücherregal. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Okay. Gut, sowas wie eine Toolhilfe gibt es ja im Programm nicht, deswegen, also glaube ich zumindest, dass es die nicht gibt. Deswegen muss man mal gelegentlich auch so ein bisschen hier alles absuchen, was da ist, was auffällig ist. Nicht, dass wir irgendwelche Gegenstände übersehen, die man mitnehmen könnte. Es war ja in dieser Art von Point-and-Click-Adventure wie so immer sehr beliebt, dass man dann zum Beispiel irgendwo ein Buch hatte, was man dann anklicken konnte oder sowas. Da musstest du darauf aufpassen, dass du es nicht übersiehst. Aber es sieht so aus, als ob wir hier nichts haben. So, ich gucke mal, ob ich das Notizbuch verwenden kann. What really happened to you that night, Grandpa? Gute Frage. Schön, dass sie dazu auch nicht sonderlich mehr sagt. Was haben wir noch? Kombinieren. Achso, kombinieren mit Gegenständen, okay. Und darüber nachdenken. I'll write down clues in this as I find them. Ja. Das war doch mal informativ. Gut, ich gehe mal durch die Tür. Gut, hier hatten wir uns ja schon alles angesehen, wobei ich mir bei den Fotos nicht sicher bin. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Ja, It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. das ist alt. Das ist relativ alt, ja. So, Obergeschoss. I shouldn't overstay my welcome. Ich glaube aber nicht, dass Omi noch was dazu zu sagen hatte. Ich meine, Oh, hello, dear. ja, Hallöchen nochmal. Omi? Omi. Ich möchte auf den Dachboden. Darf ich? Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? Ja, Bye, Grandma. I'll Tschüss. be back later. ich habe momentan nichts zu sagen. Ich gehe dann mal wieder, ne? Also, es ist nicht so das Thema. Was soll's? Ich hab's versucht. Dann sind wir hier, aber soweit wie ich das sehe, durch. Das Einzige, was ich nochmal probieren möchte, ist, vielleicht kann ich mein Wohnheim anrufen. Wir haben ja jetzt einen Fall. Ne? Und wenn ich einen Fall habe, dann könnte es sein, dass man die Kollegin mal informieren will. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Siehst du? Habe ich doch gesagt. So, dann reden wir mal mit Eileen über den Vorfall im Jahre 81. I don't need to ask her about that. Ja, wir reden nicht mit ihr über den Vorfall im Okay, Jahre gotta go. Talk to 81. you later. War schön mit dir. Kathy? War ein ganz tolles, informatives Gespräch. Danke für das Rangehen, fürs Anrufen. Kein Kommentar. Ich dachte ehrlich gesagt, sie würde jetzt wenigstens irgendeinen Satz dazu sagen, aber nein. Warum denn auch? Okay. So, weiter geht's. Und zwar zur Polizei. Hallo, junger Cop. Some young cop. Looks a bit familiar.
Kennen wir ihn vielleicht? A bunch of Hey, cops Sheriff? lining up for What's a the deal photo. with that bum? What bum? The one in the cell. Oh, I thought it was with you. Well, shit. Might be something useful in there. Fax machines. The pinnacle of modern technology. Nur der Anfang. Da kamen noch E-Mails dahinter. Various notices and a wanted poster. Erkennen wir denjenigen, der da gesucht wird? War nur so eine rhetorische Frage. So, Bild. A medieval fortress near an ocean. Probably supposed to be somewhere in Europe. Ja, okay. A medieval fortress near an ocean. Probably supposed to be somewhere in Europe. Ich vermute mal, das ist ein Bild. Ne? Das fängt hier an und endet da hinten irgendwie. Und in der Mitte halt, Okay, I guess. Maybe halfway through. ja, in der Mitte halt durchtrennt, weil der Bilderrahmen Again? nicht ausreichte. Man. Land of the free. Your motivation shouldn't be limited Genau, to your Not Stühle. their peak hours, it seems. Ja, na gut. Ich rede mal mit dem jungen Cop. Vielleicht kann er uns ja weiterhelfen. Oder vielleicht kennen wir ihn ja noch von früher. Hi. Hello. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Ah, natürlich. Das ist Lenny. Wer kann denn Lenny schon vergessen? Ich habe keine Ahnung, wer er ist. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Oh, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Ja, so geht mir das teilweise auch. Wenn ich irgendjemanden wirklich aus meiner Kindheit, aus der frühen Kindheit treffe, da denke ich auch so, ja, wer ist das? Schlechtes Gedächtnis in dem Fall. Naja, Vorfall 81. I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Keine Anmeldung, nichts. Wir gehen einfach mal durch. Ist ja ein kleines Polizeirevier, in dem wir hier sind, also deswegen kein Problem. So, ich gehe natürlich wie immer alles durch, wobei ich vermute mal, sie wird den Großteil hier gar nicht zeigen, beziehungsweise mit ihm besprechen. I don't want to show him that. Sagte ich doch. Yeah, that won't get me into trouble at all. Ist immer gut. Einem Polizeibeamten eine Elektroschockwaffe zeigen, kommt sicher nicht gut in einem Polizeirevier. Ja, so, ein Feuerzeug. Vielleicht stecken wir ja hier was in Brand. I don't want to show him that. Auch nicht. Und die Zigaretten, nicht Zigarren, Zigaretten, vielleicht rauchen wir mal eine I zusammen. don't want to show him that. Auch nicht. Kirche? Tritt doch mal bei. What's your opinion on this church? I think it's a nice enough church. Why? I don't know. The priest seemed odd. Kinda pushy. Yeah, I get your point. But I know the guy. He's harmless. If you say so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der Priester wirklich harmlos ist, aber das ist ein anderes Thema. Um das Well, kümmern wir uns gotta go. später. Genau. See ya. Wir müssen los und zwar gehen wir mal zum Sheriff. Da ist er. Direkt vor den Akten. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. Dann frage ich mich, was hier rumsteht. Wenn das keine Polizeiakten sind, was ist es dann? I guess somebody's a winner. Naja, wenigstens einer. Need you to do something. A photo of the sheriff shaking hands with some bald guy in a suit. Probably the mayor. It's always the mayor. I don't really know you. Das habe ich auch gedacht. Wenn so ein Foto auftaucht, ist es meistens der Bürgermeister. So, Just some Fotos. photo. I can't see it clearly from here. Dann geh doch rüber. Just some photo. I can't see it clearly from here. Ja, ich habe es verstanden. Ein Stuhl, aber ich rede mal mit dem Sheriff. Achso, erstmal gucke ich ihn mir an. That must be the sheriff. He looks grumpy. Das sind die meisten. Also meistens. Wenn man so an die klassischen Filme denkt, der Sheriff ist immer verärgert, wenn es in eine Kleinstadt geht. Ne? Ist meistens so. Ne? Sheriff?
So, ich rede mal mit ihm. So, jetzt unterbrechen wir ihn mal.